Guten Morgen, schön, dass du wieder auf meinem Kanal Künstlerstreich bist. Ja, ich freue mich. Heute will ich keine Berge malen, aber ich möchte es fließen lassen und zwar in Grün und fange auch wieder an wie beim letzten Mal. Das soll jetzt kein Gebirge werden wie vom letzten Mal, kein Berg. Vielleicht muss ich noch mal ganz kurz mich losmachen. Hier soll es so rüber fließen. Und ich will den Berg aus meinem Kopf bekommen und teile mir deshalb ja, die Leinwand einfach wieder neu auf und ziehe kreuz und quer erstmal ein paar Linien drauf. Das lockert mich, das lockert dich, wenn du das tust. Dann hast du schon den ersten Schritt über die weiße Leinwand getan und ja, auch das Schwarz jetzt hier ergänzt sich ja gleich. Das hat doch gleich so einen Wow-Effekt, finde ich. Gleich mal ein Grün zu. Ich schreibe dir wieder alles unter das Video. Schau da mal auf den Link. Einen Plan. Und nutze das einfach auch, um mich ja, einzufinden in die Malerei. Ich arbeite einfach gleich mit einer neuen Farbe drüber. Dann kann ich schon so ein paar Ecken abdecken. Mein Special-Werkzeug. Damit bekomme ich auch noch mal ein bisschen die Farbe wieder runter. Sich auch noch mal ein bisschen, aber das macht nichts. Gleich noch mal mit Weiß drüber. Es darf sich auch vermischen, finde ich. Dann entstehen so schöne Nuancen. Und das hier oben, das gefällt mir jetzt gar nicht. Dann Weißen ist immer eine gute Möglichkeit. Also ja, ich möchte aber auch gerne viele weiße Flächen haben. Oh nein, voll die Tropfen. Macht nichts. Das finde ich gar nicht schlecht, merke ich gerade. Und das hier streiche ich einfach ein bisschen mit ins Grün rein. Also die Farbe ist irgendwie noch ein bisschen nass, so ziemlich am Trocknen. Das war gerade so eine Stelle, die mir gut gefiel. Und dann tropft mir da die Farbe drauf. Egal, weiter geht's. Ich nehme mal gleich den dunklen Farbton und streiche das hier ein. Also es geht mir auch so, dass mir oftmals es noch gar nicht gefällt und die Stimmung kippt und oh je, was mache ich jetzt? Was mache ich hier überhaupt? Was soll das? Das sind so Gedanken, die tauchen bei mir natürlich auch immer wieder mal auf. Und mal läuft es gut, und mal läuft es schlecht, und mal muss ich mich hier durchs Werk ackern. Aber es entwickelt sich doch immer wieder irgendetwas, was ich dabei finde, und meine Gedanken können fließen und Neues kann entstehen.
dein Bild auch immer einfach mal wieder um. Dann entdeckt man auch wieder eine neue Sicht auf das Bild, neue Elemente, die einen inspirieren. Nee, irgendwie, ich glaube doch nicht. Türkis, ich weiß, ich liebe ja Türkis, aber es wird mir, da habe ich doch zu viel. Also ausprobieren, wieder übermalen, langsam sich darüber tasten und mal gucken, am Ende kann sein, dass es auch wieder verschwindet. Ja, das da finde ich ganz schön. Das lasse ich auf jeden Fall. Und hier, das muss ich nochmal nacharbeiten. Ist immer noch ein bisschen nass. Auch immer unterschiedlich. Also mal ist es total schnell angezogen. Die Farben auch. Also die Farben trocknen unterschiedlich schnell. Den Grünton, den finde ich gut. Der gefällt mir. Den setze ich hier auch nochmal hin, gegen den anderen. So lasse ich das jetzt mal. Könnte so bleiben. Ein schöner Malprozess. Ich musste die Gardinen zuhängen, weil die Sonne doch immer wieder auch auf das Bild scheint. Und dann ziehe ich hier immer die Gardinen zu, weil sonst sehe ich gar keine Farbe mehr. Also das Licht ist auch immer wieder entscheidend, finde ich, wie die Farben aussehen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke für dein Like, danke für dein Abo.
Und ja, schau auch unter das Video, da stelle ich immer die Farben hin. Da kannst du dann nochmal reinschauen. Und ansonsten freue ich mich, dass wir jetzt wahrscheinlich chatten in unserem Sonntagschat. Also Dankeschön, darauf freue ich mich jetzt schon. Versuchte immer wieder neue Wege aufzuzeigen, dass man eben auch einfach abtauchen kann in die Malerei und zu deiner inneren Ruhe finden kannst. Also die Malerei ist halt einfach mehr als nur Pinsel und Farbe und ein Malgrund, sondern Malen ist einfach abtauchen, ist ja immer ein Weg auch zu sich selber zu finden. Und das kannst du auf verschiedenste Weise tun. Und dieses Buch beinhaltet eben ein paar Techniken, meine Videos ja sowieso. Aber ich beschäftige mich persönlich natürlich immer auch noch mit der ganzen anderen Facette, die eben hinter der Malerei steckt. Und gerade in der heutigen Zeit finde ich es besonders wertvoll, darauf zurückgreifen zu können, auf das, was ich eben auch beruflich tue, um eben auch zur inneren Ruhe zu finden. Dabei wünsche ich dir jetzt auch einen Weg und ich hoffe, du kannst die Malerei auch für dich dafür nutzen und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Also danke fürs Zuschauen, danke für deine Unterstützung auf allen Ebenen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Vielen, vielen, vielen Dank. Tschüss.